Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Hivaldo und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium, dem Final Cut nämlich. Wir sind hier auf das Dach gesprungen in der letzten Folge und haben unseren Mantel wiederbekommen, der offensichtlich unserer war. Wie der hier gelandet ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Immerhin haben wir ihn jetzt zurückgewonnen mit unserem guten Freund Kim. Und jetzt dringen wir in den Hafen ein. Mal gucken, was das so bringt. Was haben wir denn hier? Sammelt Regenwasser. Ja, ist eine Regentonne wahrscheinlich. So, ich habe immer noch die Sprachausgabe drin. Ich kann die aber auch wieder rausnehmen. Wie gesagt, ich warte da auf euer Feedback. Und bis dahin lass es einfach drin. Oh, Moment, was war das? Was ist das hier? Überall um dich herum stehen große Maschinen still. Ja, weil alle streiken wahrscheinlich, ne? Der Streik ist ja noch im vollen Gange. Da liegt noch Zeugs. Ja, damit. Doch nicht. Hier wurden mindestens 3 Schachteln Zigaretten vernichtet. Vernichtet oder geraucht? Zahlreiche leere Flaschen Commodore Red und Potent Pilsner. Okay. So, was ist das hier? This is the night watchman's booth. The name on the door reads René Arnaud. Arnaud. Listen, it's okay to take a few minutes to yourself. Sit down and have a breather. Nein, lieber nicht. Kim, ich werfe kurz einen Blick hinein. Du durchsuchst die Kabine. If you must. But please hurry. We are pretty easy to spot up here. Auf dem Präsentierteller. Ich hoffe doch nicht. Nothing incriminating catches your eye. The cabinets are clean and their sparse contents meticulously organized. There's a framed photograph on the table. Wir nehmen das Bild. It's a black and white photo of a young couple out in a street fair. The man is young, dark-skinned, and dressed in a Royal Carabinier uniform. The girl is smiling playfully Hört at sich the doch camera. nett an. Why did you take that? Irgendetwas an diesem Mann weckt mein Interesse. Ich glaube, es könnte sich eine kleine Nebenermittlung daraus ergeben. Fine. But let's move. I don't want to be seen snooping around here. Ey, wir sind Polizisten, wir müssen rumsnoopen. Du setzt dich hin und ruhst dich aus. The chair is not as austere as the rest of the booth. A thin grey pillow is attached to the seat, secured to the stiles by black ribbons. Aha. Du atmest tief ein. Stale air floods through your nostrils. Bäh. Not a single mote of dust floats inside your lungs, though. The inside of the booth is immaculate. Eingeatmet haben wir schon. Du suchst nach einem kleinen Helferchen. The drawers are empty, save for old timesheets and receipts. One small box, however, does hold some cheap painkillers. They are slightly out of date. Du nimmst die Schmerztablette. You take the painkillers. They are yours now. Warum auch nicht? Du liest die Nebenwirkungen. Oh boy, where to start? Oh Gott. Elevated risk of dementia, mini strokes, Prophet's disease, sudden death, hair death, erectile malfunction, Haben wir alles schon. critical flatulence, watery blood, Lebensgefährliche black mucus, uncontrollable weeping, increased sensitivity to la opera, inoperable joint disorder, total spinal collapse. Was zum Henker sind das für Nebenwirkungen? Maybe this was a bad idea. Wir müssen sie ja nicht nehmen. Du stehst auf. You stand and exit the booth. So ist es. Wir exiten the booth. So, was ist das eigentlich da unten? Kommen wir da hin? Es sieht nicht so aus, als ob wir da hin können. Wir gehen nochmal zurück. Hier ging es ja noch weiter. Und zwar hier. Was haben wir denn hier Schönes? Hallo? Da. Die Abdeckplane ist mit weißen Kiefern bedruckt. Beinahe wie ein verschneiter Wald. Ah ja. Da ist ja schön. Romantic. Werden wir hier auf irgendwelchen Widerstand stoßen oder sind wir hier komplett alleine? Was ist das hier? A rusting control panel with several knobs. 2 buttons marked Marche and Arrête Okay. are faded with use. It seems to control the large crane above. A container is attached to its hook block. Okay. Marche. On. Arrête. Off.
Danke. Enzyklopädie? Danke. Das heißt, wir marschen es mal, also wir wollen es einschalten. With a loud grind, the crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. Mhm. Ist das gut? Oh, oh. Fällt das runter oder wird es runtergelassen von dem Kran? Es sieht geplant aus, oder? Oh, gut. Oh. Das ist aber ganz schön auf der Kante jetzt. Weiter. And with a surprisingly quiet thunk, the crane places the container down. Also ist Maßarbeit, Freunde. The harbor sleeps as the strike rages in the distance. The crane can rest again, now that its purpose has been fulfilled. Sein Zweck? Ja gut, verstanden. Dann kümmern wir uns wieder um das Bedienfeld. The rusty control panel grows warm to the touch, then grows cold. It is finished. Oh. A faint smell of burning rubber reaches your nostrils. A short circuit. Oh. I can't see how that was worth the wreckers, except for seeing the crane in action, which I admit was satisfying. Wir drücken mal auf Arrête, weil wir wollen das ja auch ausmachen. The crane does not return to its original position. It does not move at all. At all, okay, Ende. Dann geht das wohl nicht mehr. Kommen wir denn hier durch? Hier kommen wir durch. Wir schauen uns erstmal das Zeug hier an. 95 Cent, vielen Dank. Geld nehme ich immer gerne. Auf der Plattform siehst du ein ausgeblichenes Firmenlogo. Qualsund. Hört sich norwegisch an oder schwedisch. Können wir das Ding hier öffnen? Before you stands a cargo container, just one of many in the yard. Lieutenant, ich glaube, dieser Container ist irgendwie besonders. You do? Because I don't. Was? Warum nicht? There are a million containers here. Why are you fixating on this one? Ich weiß es nicht, Kim. Er fühlt sich nur irgendwie besonders an. It's a cargo container, Detective. Just like all the others. Er würdigt ihn nicht mal eines Blickes. We are not here to interact with containers. We are here to talk to the Union, right? Wir öffnen die Tür. Da ist bestimmt niemand drin, oder? You Warum sollte attempt mir to klopfen? turn the handle, to no avail. The doors seem to be mechanically locked. Ah, okay. To your left, the lieutenant considers your actions with some puzzlement. Ich klopfe an der Tür. No reply. The knock produces a hollow ring of metal. Doesn't sound like there's anything inside the container. Oh, du überzeugst die Tür, sich zu öffnen. Was? Es gibt eine 3%ige Chance. Why are you even trying to open a door with rhetoric? Weil körperlicher Einsatz keine Option war. Because what wasn't an option? Mein Körper statt... Schon gut. Are you satisfied, Detective? Ja, schon. Okay, es gibt nichts mehr zu sehen. Können wir das Ding irgendwie anders öffnen? Was ist das denn hier? Ein aus Halogenleuchten bestehendes Auge beobachtet dich mit tiefen Summen. Das macht mir ein bisschen Sorge. Ich will wissen, was da drin ist. Aber eine 3%ige Chance... Keine Chance. No chance. Dann gehen wir hier mal weiter. Ja. Oh, was ist los? Auf dem Hafengelände ist es seltsam still. Die großen Maschinen schlafen. Ja klar, die streiken ja auch alle, wie gesagt. Ein Real und 10. Dieser Lautsprecherturm schweigt. Unten im Hafen gibt es keine Arbeit zu organisieren. Das ist wahr. Oh, ein Koffer. Oh, Moment. Nein, nein, nein. Moment, ich will erstmal die Gedanken. Aus der Kluft vor dir steigt der starke Geruch von Öl und Rost empor. Riecht wie Blut. Ist es Blut? Haben wir es geöffnet? Es ist verschlossen. Was ist eigentlich, wenn ich... Gegenstände, was haben wir denn hier? Oh, da ist dieses Foto eines glücklichen Pärchens, da sehen wir es sogar. Ein schwarz-weiß Foto eines Pärchens, das vor einem Riesenrad posiert. Das Mädchen ist jung und hübsch, der lächelnde Mann in einer schicken Uniform gekleidet.
Auf der Rückseite hat eine sehr gleichmäßige Handschrift Folgendes festgehalten. Straßenfest von Revachol, Sommer 91. Schön. So, aber ich möchte gerne probieren, ob wir mit der Brechstange vielleicht irgendwas ausrichten können hier. Es öffnet sich tatsächlich. Fallen Handschuhe. Wir haben Handschuhe bekommen. Legen sie an, um verschlossene Container zu... Können wir den Container damit öffnen? Spiel, willst du mir das damit sagen? Okay, wir gucken erstmal die Handschuhe. +1 Zwielicht. Diese Fallenhandschuhe aus der Ultra-Kollektion sind für eine maximale Leistungsfähigkeit fingerlos gehalten und verfügen auf den Handflächen über einen griffigen Überzug. Ideal für vierfüßige Fortbewegung oder das Hantieren mit Frachtgut. Setzen wir natürlich ran. Also wir werden die natürlich anziehen. Wobei +1 Mechanik ist auch nicht so schlecht, ne? Gartenhandschuhe. Ich gehe nochmal zurück. Moment. Ich will das mal wissen, ob das geht. Das wäre natürlich super interessant, wenn das klappen würde. Bitte sag mir, das geht. Qualsund ist artig für Wallfjord. Was auch immer das heißt. You're back before the cargo container. Its drawer has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. Die ist ja, You es geht nicht. attempt to turn the handle, to no avail. The doors Mechanisch. to your Ja. left. The lieutenant considers your action. Okay. Ja, das hatten wir schon. Es hilft leider nichts, selbst mit der Brechstange in der Hand. Aber ein Versuch war es wert. Ein Versuch war es wert. Wir legen das Ding wieder aus der Hand. Interessant, dass sowas geht. Finde ich voll cool. Lege ihn an, um verschlossene Container zu öffnen. Okay, das muss ich jetzt auch mal versuchen. Das geht aber auch nicht wahrscheinlich, ne? You're back before the cargo container. Nein, geht nicht. Sonst hätte er es schon geöffnet. Wahrscheinlich geht das nicht. Dann lege ich auch diesen Bolzenschneider aus der Hand. Und wir gehen weiter. Aber gut zu wissen, dann haben wir wieder was dazugelernt. So ein wirkliches Tutorial gibt es ja hier nicht, ne? Ich erinnere mich an unser Hotelzimmer hier im Spiel. Da war eine Tür, die wir nicht geöffnet bekommen haben. Da müssen wir nochmal hin. Was gibt's hier? Ein Real unter 10. Vielen Dank. Thermoskannen in Industriegröße. Es riecht nach Röstkaffee. Schön. Was ist das? Ein Real 86. Schöner Fund. Er singt. Bald, ja bald ist nichts mehr grün und alles ist so rot. Was zum Henker. Unter dem Gewicht von Regen und Schnee hängt das Banner schlaff nach unten. Weiße Wellen auf rotem Grund. Aha. Können wir mit ihm reden? Wir reden mal mit ihm. Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. Yes. The lyrics to this container song are being made up Was du as nicht he sagst. goes along. Was du nicht The sagst. accent is so thick, it's impossible not to notice he's Ubi, from the vanishing peninsula of Ubisund Okay. on Muindi. Interessant, okay. Das heißt, wir wissen, wo er herkommt jetzt. Enzyklopädie weiß wieder alles. Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everard. Der schmächtige Mann ist so in seine Arbeit vertieft, dass er dich gar nicht bemerkt. Hallo. Everard, 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 he looks after everyone. Huh? Well, hey there. How can I help you, mister? Hey. I see you are not a union man, mister. Nein. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? Doch, das bin ich. Das habe ich Manjana sogar gesagt. Nein. Warum sind Leute wie Sie so auf Streikbrecher fixiert? I mean, I don't personally mind. Folks is just folks, you know. And folks gotta eat. Er scheint von dir keine Antwort zu erwarten. Just some of the other guys don't look too kindly on the scabbing kind, if you know what I mean, mister. Ah, da haben wir es nämlich. Sie sind aus Ubi, oder? Oh, yes. Born and raised in Irish, mister. Mum had to leave my dad after he got a bit violent. Took us here to the new world. I was about 10 then. Too old to lose my accent then.
People say us Ubis are up to all sorts of trouble with sheep and other animals and whatnot. Was? I just want you to know there was never any of that where I come from. No, sir. Those are just nasty rumors. Das glaube ich dir. Es ist wirklich sehr hässlich, muss ich sagen. Es ist schon nicht schön. Thank you for clarifying that, sir. Was machen Sie mit den Containern? Oh, I'm just making some covers for them containers here. Yes, I am. Yes, I am. So it's easier for the crane operators to spot them. Aha. Okay, wir können hier unsere Logik einschalten. Ein bisschen ausgeglichen ist es. Knapp über 50%. Was ist hier los? Du betrachtest die Berge an Containern, die sich hinter ihm auftürmen. Könnte natürlich sein, dass es nicht klappt, aber wir versuchen es. The containers in the yard are green in Wild Pine's livery, and the mountains rising behind Leo is all red in Union colors. Verstehe. It's like some red infection was spreading outwards from the container yard's core. Okay. There appear to be cisterns underneath the Union container covers. Das sieht nach einer umfassenden Umdekorierungsaktion aus, Kim. Leo, hat Ihnen jemand gesagt, warum Sie die Plan auswechseln müssen? Was ist denn unter diesen roten Plan? Oh, I don't know, mister. They say it's some chemicals. Most of them have labels on them, I think. Okay. Das sieht nach einer umfassenden Umdekorierungsaktion aus, Kim. Yes, they are hiding it from the inside. All the red containers have the Debarders Union logo on them. Und Leo, hat Ihnen irgendjemand gesagt, warum Sie die Plan auswechseln müssen? No, not really. Mr. Everett doesn't tell me all the big things. Says I go and tell them to everyone. Was? Herr Everard? Wer ist das denn? Okay, immerhin haben wir jetzt einen Namen. Danke, Leo. Sie waren eine große Hilfe. Oh, no trouble at all, mister. No trouble at all. Toll, okay. Wo sind denn alle? Am Hafen ist niemand zu sehen. Oh, most of the guys are down at the gates, keeping the scabs from coming in. Er lehnt sich zurück und schenkt dir einen vertraulichen Blick. We're on a strike. The whole union is. You don't have to work when you're on strike. Ha! We haven't worked for 2 months now. Da freut er sich, ne? So no one is working? Not everyone is down there, of course. Mr. Everard is in his office, where he always is. And Jean-Luc is guarding the gate. Er überlegt einen Moment. But Titus and his boys got into some drunken trouble and Everard sent them on a nice vacation. For a week or so. Er bricht ab, wirkt aber, als ob er dir mehr erzählen wollte. Titus und seine Jungs waren betrunken und haben sich irgendwelchen Ärger eingehandelt. Das hört sich an, als hätten die was mit dem Mord zu tun, oder? Was haben dieser Titus und seine Freunde sich denn für Ärger eingehandelt? Oh, I'm not really supposed to talk about that. That's union business. Aha. Him and his boys stirred up something in town. Probably drank too much and got into a fight or something. Oh. I heard Mr. Everett telling them to take some time off. Ja gut, aber was haben sie denn getan? I guess the boys got a bit too rowdy and had to let out some steam. I don't really know the details. That's just how boys are, you know. I haven't been in a fight since I was in middle school. Endete dieser Kampf mit einem Todesopfer? Easy, Leo. Let's keep this on the hard ease. Er sieht sich hilfesuchend an. Look at him. It's not gonna be anything useful anyway. Don't fight it. Better to go with the flow. Aha. Rauflustig. Leo, in was für einen Kampf waren Sie denn verwickelt? Haben Sie einen Söldner getötet? Soll man direkt da drauf? Oder hier, lieber, erzählen Sie mal von diesem Kampf, in den Sie verwickelt waren. I remember I was the runt of the class. The bigger boys always used to pick on me. You see, I had a bit of a temper back in the day. Flew off the handle like nobody's business. But Mr. Everett and his brother always came to help. Once they beat old Noel Becker so bad he needed stitches on his head. Noel never started another fight with anyone after this. Das glaube ich gern. Mr. Everett and Mr. Edgar are real nice guys, mister. You should go talk to Mr. Everett. I'm sure you'll be good friends. He's friends with everyone around here. Ist das so? Ich würde ja schon gerne fragen, ne?
Ich mach das nochmal. Most of Moment. the- we're on a Moment. So no one? So, Not, but Moment. Ich mach Titus das and mal his so boys weiter. got into some drunken trouble and Everard sent them on a night. Oh, I'm Ja, him and his ja, ja. boys Und stirred dann up kommen something wir in town. nämlich. Probably Wirklich? drank too Haben sie much, jemanden but- umgebracht? No, I don't think they killed anyone. Let's better talk about something else. Titus and his boys do good work. I don't want to get them in trouble over a little drinking. He probably doesn't know anything anyway. Who in their right mind would tell him? Ja, das stimmt. Der plappert natürlich sehr viel, ne? Der weiß wahrscheinlich auch nicht. Nichts. Arbeiten Sie hier? Yes, yes. Everybody needs a job, and this is mine. Klar. I'm Leonard, by the way. Leonard Bellick. But everyone calls me Leo. Lockerer Leo. Der kleine Mann hebt seine Hand zu einem Willkommensgruß. I'm like Mr. Everett's right-hand man when Mr. Edgar is out of town, and Mr. Edgar's right-hand man when Mr. Everett is away. Das ist ein lustiges Kerlchen, oder? Actually, Miss Beaufort is the right-hand man, but she's a lady. She's a lady? Die Übersetzung, auch wenn sie eine Linke ist. Who Okay. is this, Miss Beaufort? Der Lieutenant sieht zu Leo auf. A real pretty lady with a skin like those Douai Sucre candy bars my missus likes so much. Them are real nice to suckle on once the dinner is done and me and the missus sit down beside the radio. Verstehe. But I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here and I'm always busy keeping things running here. Yes, I am. Yes, I am. Alles klar. Augenblick mal, wer ist jetzt dieses Fräulein Beaufort, das Sie erwähnt hatten? Ja. Oh, Lizzie, she is a real sharp tool. Mr. Everett put her through some fancy school and everything, east of the river. 4 years she was gone, and when she came back, she was all fancy and lawyerly. Aha, okay, verstehe. He respects that word. That's obvious. Was denn, rechtsgelehrt? Okay. She's a real nice girl. Grew up in this here neighborhood, knows everybody and gets along with everyone. Real pillar of the community one day, I'm sure. Wahrscheinlich, ja. If me missus and me was to have a child, I'd be real happy if she turned out like her. But she can't have kids. Dr. Lemaitre said so, and she knows about such things. Been a doctor for almost 50 years, she has. Er seufzt und verstummt, während er dich mit seinen ach so blauen Augen sanftmütig anschaut. Der Arme. So Everett trained a lawyer named Miss Beaufort. Interesting. Ja. Bin mir sicher, dass hier nichts funktionieren würde, wenn sie nicht die Schuhe vom Boss polieren würden, Leo. Was? Nein, ich finde, dass sie hier gute Arbeit leisten, Leo. Yes, this place really seems to run like clockwork. Keep it up, Leo. Der Lieutenant schenkt dem kleinen Mann ein Lächeln. Well, thanks a lot. Coming from you, it means a lot, really. Du hättest es nicht für möglich gehalten, aber sein Lächeln wird sogar noch breiter. Sometimes I feel some of the guys don't really get how much I bust my ass for them here. But you guys are all right. Ja, ja, ja. Es muss auch mal honoriert werden, ne? Dass man hier gute Arbeit leistet. Hör mal, was ist in dem Container dort drüben? Du zeigst auf den Container, der an dem Kranausleger hängt. Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of containers here have nothing in them. They're just waiting to be loaded up. Ist das so? Told you. Na toll. Okay. Kim, weißt du? Der Kim wieder. Oh, hab ich doch gesagt. Na gut. Ich glaube aber nicht, dass da nichts drin ist. Ich suche den Anführer der Hafenarbeitergewerkschaft. Oh, you want Mr. Everett then? Ja. He's an awfully nice fellow, he is. Him and his brother are both nice fellows. They've lived their entire lives in this here neighborhood. Er hustet und fährt sofort fort. Guys like Mr. Everett and Mr. Edgar, his brother, are real good guys. Made Martinaise what it is today. Mr. Everett and Mr. Edgar and I went to the same school we did when we were boys. Okay, aber jetzt mal langsam, Leo. Ich will doch nur wissen, wo ich den Mann finden kann. Oh, Mr. Everett is where he always is. In his office, of course. Er zeigt auf die zwei miteinander verbundenen Container rechts von dir. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank. Ich gehe da mal wieder. Bye bye now. Er setzt seine Arbeit fort. Mit da rumhocken. Er hockt einfach nur da rum. Okay, das scheint... das war ein sehr netter junger Herr. Wir sollen also hier rein, ja? Das ist das Büro von Mr. Everett, dem Boss der Gewerkschaft. Und sein Bruder Edgar.
Da bin ich mal gespannt, was die beiden sagen. Wenn wir die denn überhaupt sehen. Der Kaffee in den riesigen Thermoskannen ist noch lauwarm. Okay, da hockt jemand und schreibt auf seiner Schreibmaschine. Eine Treppe aus Paletten führt nach oben. Dann gehen wir mal hoch. Dann gehen wir mal hoch. Ach so, hier ist die Treppe. Ah, alles klar. Da ist ein, was ist das, Schwertfisch? Ein präparierter Fisch, der die Uhrzeit verrät. Ist ja cool. So, hi. Na du? Before you is a walrus of a man seated behind a large desk. He looks up from his work, not the least bit surprised to see you. With great effort, he straightens himself up in his chair, yet says nothing. He simply stares at you. Du gehst, ohne etwas zu sagen. Nein, das können wir nicht bringen. Sind Sie der Boss der Hafenarbeiter? Welcome, Mr. Dubois, Mr. Kitsuragi. It's good of you two to stop by. Please, have a seat. Er deutet auf einen winzigen Stuhl, der gegenüber seines riesigen Schreibtischs steht. I'm Everard Clare, head of the Debarders Union here in Martinaise. Der Mann macht es sich in seinem Sessel gemütlich und fährt fort. I'd offer you my hand, but unfortunately my health prevents me from getting up. You understand? Er kann nicht aufstehen? He looks extremely comfortable. The tiny folding chair, on the other hand, looks like a torture device. Ja, er stellt wahrscheinlich diese Stühle hin, damit die Leute nicht so lange da drauf sitzen bleiben, damit die schnell wieder abhauen, oder? Kann das sein? You go ahead, Detective. Mit einem Nicken deutet der Lieutenant erst auf dich und dann auf den Stuhl. Whatever he has in store for you, it can't be good, he thinks. I'll do my best. Ja. Forget about that. What's with this Dubois stuff? You're getting some seriously bad vibes from that name. Stimmt. Heißen wir Dubois? Warum nennen Sie mich Herr Dubois? Please, Mr. Dubois, let us converse in a civilized manner, as equals. Take a seat. It's nothing. Yes, that's probably right. It's nothing. Forget about it. Filter it out. Ich werde mich nicht setzen, aus Prinzip. Ich nehme Platz. Excellent, Mr. Dubois. I can see that you're a reasonable man, and reasonable men can be of great use to one another. Du versuchst zurückzuzwinkern. Verdammt, was ist dieser Stuhl unbequem. Du bleibst ernst. So tell me, how can the head of the Debarders Union help a representative of the Revachol Citizens Militia today? Das kann ich dir sagen. The chair you're sitting on has got to be the most uncomfortable chair in the world. It's violating your backside. Alter, der Stuhl vergewaltigt unseren Arsch. Und da wird uns ein Lebenspunkt abgezogen. By the way, I heard you got a rather rude reception from a certain Lawrence Gart. Some people have no manners, it pains me to say. Hat er das gehört? Warum? This should take care of that nonsense. Er zeigt auf einen riesigen Scheck, der auf seinem Schreibtisch liegt. Er ist wirklich lächerlich groß. It should be sufficient to cover your expenses for a few days and patch over your differences with a cafeteria manager. Go ahead, take it. Er zeigt erneut auf ihn. Wow, that's 25 real. That's good money. You need it. Soll man Geld von dem annehmen? Wofür? Warum will der uns Geld geben? Sie können Ihren lächerlich großen Scheck behalten und ihn sich in den Arsch stecken. Eigentlich könnten wir 25 Real gut gebrauchen. Du nimmst den lächerlich großen Scheck, sagst aber nichts. Wir nehmen es an. Das wird Kim nicht gefallen, ne? Ich brauche ihn nicht. Du lässt den Scheck liegen. Okay. I respect a man with principles. No handouts then. Er verschränkt die Arme über seinen korpulenten Bauch und versinkt tiefer in seinem Sessel. Now, I'd like to set your mind at ease about one other matter. Your lost gun. Oh. Let me assure you, Union people are on it as we speak.
I've got my best hounds looking for that lost gun. Aha. His slug-like lips move, but all you hear is an echo. Lost gun. The world is swallowed by a black hole of fear. Only 2 words escape its gravitational pull. Lost and gun. Alter, wir haben einen Moralpunkt verloren. Was ist denn hier los? Ich setze mich hin, rede mit dem Typ und verliere nur Gesundheits- und Moralpunkte. When he said, "Don't worry," he actually meant, "Be very worried." Okay, ja, das... Ich kenne den Typ. Ich vertraue dem Null, dem Typ. Woher wissen Sie von meinem verschwundenen Revolver? Ich mache mir keine Sorgen. Es ist gar kein Problem. Are you all right, Harry? You say you got this, but you seem a little anxious to me. Don't be. Everything's going to be all right. Ja? It's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded gun. Local children aren't out there playing with it right now, pointing it into their own mouths. It's in a safe place. I just know it. I have a feeling everything's going to be all right. It was loaded. There were 2 bullets in it. You always keep at least 2 barrels loaded. Beherrschung. 8%. Der Stuhl treibt dich in den Wahnsinn. -2. Nebenwirkungsängste -1. Oh, das wird nichts. Obwohl wir Beherrschung auf 4 haben, weißt du? Kim, du wendest dich an Kim. Officer, we will deal with this later. We don't need Mr. Clare's help with this. I wouldn't be so sure about that. Oh nein, wir müssen. Oh mein Gott. 8%. Komm schon. God, you're sweating. Your knee is jerking. You're about to cry, aren't you? You're about to cry because you lost your gun and those children are gonna shoot themselves with it. Nein, ich werde nicht heulen. Du versuchst cool zu bleiben. Mr. Dubois, you don't look so good. Mhm. Heile dich sofort. What is this, Mr. Dubois? He keeps repeating. What is he trying to pull here? You need to cool the fuck down. Chill. Okay. Mr. Dubois! Mr. Dubois! Harry! Der beleibte Mann schnippt mit den Fingern, aber es zeigt keine Wirkung. Du bist irgendwie benommen. Wie ein Wackelpudding mit Schuss rutschst du vom Stuhl. Es gibt keine Harrys. Dein Verstand zieht sich an einen sicheren Ort zurück. Natürlich gibt's einen Harry. Ja, wir rutschen vom Stuhl. Mr. Dubois, are you okay? Can I get you a glass of water or something? Are you having some kind of medical emergency? Ja, Maybe offensichtlich. you could use your hands somehow. In a kind of throw-in motion. Like you're throwing that Mr. Dubois act right back at him. He's Mr. Dubois. Oh Gott. Nee, besser wird's nicht werden, Mr. Dubois. Du gestikulierst vage mit deinen Händen über deinem Kopf. Das sollte ich vielleicht nicht sagen. Ja, voll, Mann, mir geht es total super. Du rutschst weiter nach unten. Dieser Stuhl ist wirklich unbequem. Ein Glas Wasser wäre nicht schlecht. Du setzt dich gerade hin. Ja, bitte. What an odd demonstration of... you got me, Harry. I don't even know what. As entertaining as it was, I'm afraid we're wasting our time. And I'm an extremely busy man, as I'm sure you are too. Okay, enough. We are here to ask you some questions pertaining to a murder investigation. So ist es. Danke, Kim. Quick, here's your window. Get yourself together and ask him questions. Police officer questions. Ja, Sie haben mich Mr. Dubois genannt. Warum? Of course. Let us dispatch with the formalities. You call me Everard, I call you Harry. Ist das wirklich mein Name? My God, so it's true. I didn't want to believe it, but you are a fantastic science fiction amnesiac cop, aren't you? What are the odds of that? Ja. I think the odds of that are very low. It might be a good idea to hide your confusion. I mean, see what his game is first.
Ja, das sollte ich vielleicht nicht so raushängen lassen, oder? Dass wir so ein bisschen benebelt sind und, ja, wirklich nicht mehr wissen, was und wer wir sind. Ich sag, mein Gedächtnis ist in Ordnung. Ich wollte sie nur auf die Probe stellen. So good to hear that, Harry. Apparently my sources were wrong. However, if you did have a spot of memory trouble, I could help you out. With my big fat folder. Das ist schön. Words flow like a river of honey from his lips. I guess word has already reached him. No matter. No harm done. It's just a brown folder. You can't make out what's written on it. Are you trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? Der Lieutenant betrachtet Evra über seine Brille hinweg. Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are talking about his lost identity right now. Don't just jump to the folder. That's not smart. Shows you're on the edge. Do some probing first. Fühl ihm erst einmal auf den Zahn. Schauspielkunst, 58%. Okay. Was brauchen wir? Schauspielkunst. Wir haben doch... Oh, warum kann ich... Ja, okay. Ich kann natürlich jetzt momentan nicht die Kleidung wechseln. Das wäre jetzt aber passend. Weil Schauspielkunst... Ich meine, wir haben ein Oberteil, das verbessert, ne? Okay, um das klarzustellen, wie lautet mein vollständiger Name? Nein, das wissen wir. Wissen Sie etwas über meine Familie? Habe ich eine Frau oder Kinder? Oder was steht da? Was für ein Bulle ich bin? Wo haben Sie denn die Akte her? Ah, this? My friends in your organization gave it to me, Harry. This translates into, haha, you guys are so corrupt. Ja. I find that very suspicious. May I have a look? I'm afraid this is meant for Union eyes only, Mr. Kitsuragi. I'm sure you understand. Please continue, Harry. Ja, ist klar. Oh. Kim ist argwöhnisch. 72%. Ja, komm, da hauen wir jetzt drauf. Everard's large hands are covering the folder, but the look on his face says, I know everything about you, Harry. Ich habe nichts zu verbergen. Oh, Harry. Oh, wow. This is really something. Ja. I'm sure it's not that bad. At worst, he has an old RCM folder, and I very much doubt even that. So how about it, Harry? You need assistance, I presume? Wir können das ja nochmal wiederholen, ne? Irgendwann. Was steht da? Was für ein Bulle ich bin? Harry, you're not simply a cop, you're a star. A bright shining star in the drab law enforcement sky. Outshining all other stars. You're a superstar. Nein. Ich bin definitiv kein Star. Genau aus diesem Grund mag ich sie, Everard. Sie verstehen mich. Nein, das sage ich nicht. Nonsense, Harry. You lit up this container when you walked in here. You're my golden boy. Golden Boy. So eine geile Anime-Serie. Wer das kennt, weiß Bescheid. Wissen Sie etwas über meine Familie? Habe ich eine Frau oder Kinder, oder? Family? Harry, you're not a family man. There's not one peep of family in here. Unless you think you're a family man. Do you strike yourself as a family man, Harry? Ich glaube schon. Ich würde einen wunderbaren Vater abgeben. Well, yes. I'm sure you're gonna make one little boy or a girl very happy and proud one day, Harry. Ja, okay. Um das klarzustellen, wie lautet mein vollständiger Name? Wir sagen es doch noch. It's Harry. Harry Dubois. Er wirft einen Blick auf die Akte. Moment, ich dachte, Sie wären Harry Dubois. No, I'm really not. You are Harry. Okay, das gefällt And mir. I can work with you, Harry. Now, what else can I do for you? Alter, diese Gespräche. Reden wir erstmal über andere Dinge. Of course, Harry, of course. Let's not linger on personal details and amnesia. You wanted something from me. Ja. Guck mal gerade. Lynchmord. Das ist das, warum wir überhaupt hier sind. Aber erst einmal, wollen Sie mich nicht fragen, wie ich hier reingekommen bin? Harry, honestly, I'm just relieved you didn't get a hernia. A man your age. Was? Ein Mann in meinem Alter? Was soll das heißen? Ich bin in Hochform. Yes, Harry. You are obviously in peak physical condition,
and I salute both your initiative and your physical prowess. Very impressive, Harry. Alles Very klar. impressive. Na klar. Anyway, I assure you, I am a very well-informed man. Information reaches me before I even get the chance to request it. Aha. Wir reden mal über den Lynchmord. Das ist das, warum wir überhaupt hier sind. Oh, of course. That's your main thing here. Ja. That's why you're in Martinaise. I know everything that goes on around here, and I would love to discuss it with you. Ist das so? I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. I understand you need to interview me. Ich habe das Gefühl, dass da ein Aber kommt. Ich sag gar nichts. But there's a thing that's been keeping me up at night. I want to talk about the hanging. I mean, if we could just calmly talk, exchange information, we could blow this thing wide open. Yes, that sounds good. Let's do that. Wenn er es ernst meint. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines. Incredibly talented at opening doors. Aha. Da liegen Sie falsch, Evra. Das sind wir nicht. Oh, you're being too modest, my friend. But don't worry. This annoying thing I have is completely legal. I just need you to open a door. Der will uns benutzen für irgendwelche dreckigen Geschäfte, oder? An excellent opportunity presents itself, sire. You could win the trust of the arch-liar, pretend to play into his hand. Then, should you wish, bend his efforts towards your own. Auftrag. Das kann ich nicht machen. Du lehnst den Auftrag ab vorerst. Warum öffnen Sie sie nicht einfach selbst? Harry, I'm a very busy man, and more importantly, I don't have that extraordinary physique you do. You look like you could run around all day. Ja klar, machen wir auch. You want to send someone a message that the police are working for you. I repeat, I'm a very, very busy man, Mr. Kitsuragi, and therefore I must occasionally enlist outside help. So what will it be, Harry? Und was ist das für eine Tür? Oh, no one's. It's just a weasel. A weasel lives there. Alter. Nothing for you to worry about. Ein Wiesel? Was meinen Sie denn mit Schnüffler? A loud blabbering weasel. When weasels feel no one is watching, they start acting foolishly. Er setzt seine Brille ab und reibt sich die Nase. Just go there, unlock the door, and leave it open. It's been such a burden on me, Harry. I just want this to be over so I can discuss business with you. Er setzt seine Brille wieder auf. Was will er denn tun? Er will ihn umbringen, ne? Ich wette, Sie wissen gar nichts über den Lynchmord. Harry, my dear friend, I am what people call a local bigwig. I know everything that goes on in Martinaise. Weißt du was? Wir nehmen den Auftrag mal an. Fantastic, my friend. Just let me know when it's done and we can take our friendship to the next level. Er schnippt mit den Fingern. You can get the key from Manana. He's down by the gates. Manana's like a free agent in the Union. Special operations. Hardened socialist. A real free thinker too. He'll tell you precisely where the door is. One last thing, Harry. Okay. Was Just denn? open the door. You don't need to go in or anything. I just want that weasel to come home and see the unlocked door. Er will ihm also Angst machen. Er will ihm Angst machen. Ja, oh, was ist in dem Container, der sich draußen vor Ihrem Büro befindet? My dear Harry, there are literally millions of containers in this harbor. I couldn't possibly remember what's in all of them. Ja, das mag sein, aber dieser Container ist etwas Besonderes. Er hing an dem Qualz und Kran. Harry, you smooth-talking son of a bitch. Time is a precious resource, and I don't have enough of it to count containers with you. Smooth talking. Maybe that's the way to go about opening the container. You should at least try convincing it. Alter, was? Haben wir jetzt eine höhere Chance bekommen, wenn wir da nochmal hingehen?
dieses Spiel, ne? Was ist eigentlich jetzt hier mit meinem verschwundenen Revolver? Yes, your lost gun. My best men are on it. They're turning every stone, searching every playground, asking kids, grandmas, everyone. Ist das so? Your gun will be found, Harry. Let me assure you of that. It's just a matter of time and effort. The only way to find it seems to be working with him. He might even be holding your gun hostage. Ja, er will uns erpressen, ne? Heißt das, wenn ich Sachen für sie erledige, bekomme ich meinen Revolver zurück? Damn it, Harry. That's exactly what it means. I'm only kidding, of course. Natürlich mache ich nur Scherze. Na klar. He is not. Nein. Macht er nicht. Of course. I understand. We help you, you help us. Ich werde jetzt gehen, aber vielleicht unterhalten wir uns später noch einmal. Wait. Was? You need this to get in and out through the gate. Um durchs Tor hinein und herauszukommen. Danke, ich hatte mich schon gefragt, wie ich hier wieder rauskomme. Tatsache, das habe ich mich wirklich gefragt. Here, you're one of us now. A real red and white union man. Take care, Harry. Will ich das sein? Will ich wirklich auf dieser Seite stehen? Oh Gott. Was habe ich mir da eingebrockt? Was zum Henker habe ich mir da eingebrockt? Verdammt. So, Moment. Also, wir haben öffne für Evra die Wohnungstür. Wir müssen erstmal mit Manjana sprechen. Da kommen wir eh gleich vorbei, ne? Wahrscheinlich. Die Hantel. Oh. Die Hantel können wir wieder mal versuchen. Im Gym. Haben wir ja verkackt beim letzten Mal. Aber ich weiß nicht so recht, ob das klappen wird. Sonst haben wir hier nichts. Moment. Muss mal gerade was schauen. So. Okay, sorry. Ja, ich würde sagen, wir gehen raus. Wir gehen einfach raus. Aber wie kommen wir denn hier? Wie kommen wir denn hier raus? Kommen wir hier an ihm vorbei? Nee. Ach so, hier auf der Seite war die Leiter, die Treppe. Sorry. So, hier kommen wir raus. Hier kommen wir raus. So. Also zu Manjana. Hasta Manjana. Tja, das weiß ich nicht, ob das so gut gelaufen ist, ehrlich gesagt. Mit dir müssen wir nicht reden. Wie kommen wir hier runter? Oder kommen wir hier einfach runter? Moment. Ich will nur mal gucken. Was ist denn jetzt hier mit dir? You're back before the cargo container. Ja, geht nichts. Okay, ist noch nichts geändert. Da ist 100 Pro irgendwas drin. Erzähl mir doch keinen. Sonst hätte man die auch einfach aufmachen können. Lustig wäre es wirklich, wenn da nichts drin ist. Das wäre wirklich lustig. So, okay, hier kommen wir nicht raus. Ach, hier ist ja noch eine Tür, ne? Stimmt, da ist ja noch eine Tür. Aber erstmal, was ist mit der Leiter hier? Die ist kaputt. Die ist absolut kaputt, die brauchen wir nicht. Von da kommen wir. Und hier ist diese eine Tür, da bin ich noch nicht... Bin ich da schon durchgegangen? Ach. Das ist der Punkt, wo wir gesprungen sind. Hier kommen wir einfach nur wieder zurück wahrscheinlich, oder? Kann ich mir vorstellen. Wo zum Henker sind wir? Aus dem Rundfunkgerät dringen seltsame Summgeräusche. Okay, hier ist die Treppe. Die wollen wir jetzt nicht nehmen. Was ist das hier? An imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at you from the wall. A note on the side says, "Tokens unavailable due to strike. Use change." Du wirfst 10 Cent ein.
Warum sollte ich das tun? Wertmünzen, streikbedingt nicht verfügbar. Okay. The machine swallows your coin and seems to be waiting for your next move. Scheint deinen nächsten Schritt abzuwarten. Mechanik. Du lässt dein motorisches Gedächtnis eine zufällige Nummer wählen. 83% ist hoch, oder? Your fingers run over the dial pad. 005. That's the dialing code for Revachol. 4952. And a moment of hesitation before entering the final numbers. 993. Calling. Calling. Still calling. Then. Video Revachol, 24-hour video rental. You rent 8 and 10mm film for home use. This is Lammy. How may I help you? Ja, ist rund um die Uhr Videoverleih. The voice of a youngster on the other end sounds as enthusiastic as that of a man walking towards the gallows. Zum Galgenschreit. Wo bin Video ich denn da Revachol is gelandet? a 24-hour video rental. We rent 8 and 10mm film for home use. This is Lammy. Hi, Lemmy. Nein, das wollte ich nicht wissen. Mich interessiert, welche Bedeutung Ihr Laden für mich hat. Warum hätte ich sonst anrufen sollen? Warum habe ich Sie angerufen? Kennen Sie mich? No. Okay, das war einfach. Also eine einfache Antwort. Das wollte ich nicht wissen. Sir, I don't know. It's a video rental. Maybe you rent videos here. Aha. Warum habe ich Sie denn angerufen? Du fährst fort. Maybe you called to extend your rental period? Do you need to extend your rental period? Mein Name ist Harry Dubois. Haben Sie mich in Ihrer Kundenkartei? Let me fire up the machine. Dubois. Here we are. You haven't rented anything in 5 years, but you still have a copy of Blue Ocean Hell from November 46. Whoa, not a fun film, that one. Was? Was ist das denn für ein Film? It's not an easy watch. After the death of his daughter and subsequent divorce, Ziemsk immigrant Egidius Wojcik tries to come to terms with the onset of dementia. Aha. No wonder no one's been missing it. Still, it would be great if you could return it to us. We're on the corner of Voyager and Maine. Okay. On the corner of Voyager and Maine, a large neon sign hangs on the side of a building. Video Revachol, 24 hours. It's raining and there is almost no traffic on the street. A woman's footprints in the mud lead away from the front door. Tiny heels tiptoeing down the road. Beautiful steps, light-footed with a lifetime ahead of them. You look up and the air seems to grow darker. The call is terminated by the other party. You're left with the discomforting sound of the disconnect tone. Okay, er hat einfach aufgelegt. Das war ein komisches Gespräch. Okay, was haben wir jetzt hier? Haben wir irgendwas auf der Map bekommen? Nee, ne? Keine Ahnung. Okay, wir schauen uns weiter hier um, wo auch immer wir hier sind. Eine riesige Sitzkuhle auf dem Kissen und ein Muster aus Kaffeeringen auf der Armlehne. Jeder macht es sich regelmäßig neben dem Rundfunkgerät bequem. Warum auch nicht? So, hier haben wir eine Tür unten. Wir gucken uns erstmal alles an. Alles nehmen. Buch, eine kurze Einführung in... Was? Eine kurze Einführung in... Oh, hier. In den Inframaterialismus. Eine kurze und allgemein verständliche Einführung in die inframaterialistische Theorie. Offensichtlich hat dieses Exemplar viel Zeit in jemandes Gesäßtasche zugebracht. Das ist ja schön. Das ist ja ein Traum. So, Schrank. Ein gewöhnlicher Büroaktenschrank. Die Schubladen scheinen abgeschlossen zu sein. Schade. Jemand hat die Kaffeemaschine angelassen. Auch das ist nicht gut. Was ist das? Postkarte. Le Jardin 21. Le Jardin. Oder Jardin. Diese laminierte Postkarte bietet einen Blick über den Fluss. Etwas mehr als ein Jahrzehnt nach dem Krieg ist das Ostufer bereits vollkommen saniert.
Zahlreiche Gärten und Wohnhäuser zieren die üppigen Hänge und jemand hat ein kleines, beiges Luftschiff am Springbrunnen geparkt. Diese Postkarte lässt sich für ein hübsches Sümmchen verkaufen. Stimmt, für 4 Real 50. Die Kugelstoßkugel übrigens auch. 4 Real 50. Nicht schlecht. Moment mal, was ist das denn hier unten? On second glance, someone has forgotten to properly close one of the drawers. It's unfortunate for the Union to just leave their paperwork lying around like this. Das stimmt und deswegen öffnen wir die Schublade. The drawer opens smoothly. Inside is a well-organized selection of brown folders. Du blätterst die Akten durch. Hundreds of documents containing logistical data. 2 kinds of transactions stand out. Materials coming into Revachol from the outside world, from Muindi, Grad, and even Ilmara. And the same materials being handed over to companies inside Revachol, Kuron, Coal City, La Delta, and Jamrock are listed among the many districts where the imports are being sold. Aber gibt es denn irgendetwas Interessantes darin? Wir blättern mal durch. It's hard to make sense of this thicket of company names, dates, quantities, and percentages. You try to focus, but the lines are getting blurry. Willenskraft 1. Das ist nicht viel, ne? Ich guck mal gerade. Wir schließen mal die Schublade. Slides shut smoothly. Okay, wir schließen mal. Wir gucken mal, ob wir irgendwas haben, was unsere Willenskraft erhöht. Kleidung vielleicht. Korps, Schauspiel, Beherrschung, Mechanik. Konstitution haben wir hier. Das ist gar nichts. Leider nicht. Wir probieren es trotzdem mal aus. Wir versuchen... The file cabinet stands steady as ever. And the unlocked... Look how blurry all the lines on these papers are. How unwieldy your own willpower is to yourself. You're like an absurdist Samaran monk, focusing through not focusing. Du konzentrierst dich, indem du dich nicht konzentrierst. Hermeneutics was almost within your grasp, but now only vague letters float before your eyes. Less meaningful, but aesthetically more pleasing. Könnte ich mich tatsächlich konzentrieren, indem ich mich nicht konzentriere? You're a police officer, not a spiritual healer. You can focus the normal way by turning your attention to something and not letting go. Das dachte ich mir. Wenn ich meine Augen vollkommen entspanne, beginnt alles miteinander zu verschmelzen. Is that what you're doing with those folders over there? Ja. Right. This is probably not relevant to our case. After all, we're not investigating an accounting mystery. Oh, 42%. Du zwingst dich, die Akten durchzugehen. Komm schon. Whatever's hidden here is hidden well. Concentration isn't enough. Only a trained accountant with a background in logistics would be able to really make sense of it. However, there is a little handwritten note stuck on the side of the drawer. Okay, der Zettel interessiert mich nicht. Natürlich, ich sehe mir den Zettel an. It appears to be a to-do list written in large, uneven capital letters. Remember, Leo, Everard's shoes, special whirling borscht, water Everard's plants, sweep office floor, more banners. All items on the list have been crossed out and the note itself is crumpled. Du drehst dich zum Lieutenant. Sehen Sie mal, Kim, ein Aufgabenzettel mit einer Reihe von Erledigungen für Everard. One of his aides must have left it. Nothing incriminating here. Ja, da steht nichts Belastendes, das stimmt. The special borscht seems a bit odd in the list. Stimmt, das besondere Borscht stand da, ne? Besonderer Borscht für das Whirling. Aha. Weiter. What is so special about this borscht? Code for drugs? Booze? Blood? Du siehst dir den Zettel erneut an. Remember, Leo, Everard's shoes. All items on the list have been crossed out and okay. the drawer slides shut smoothly. Okay. Ja, vielleicht sollten wir nochmal mit Leo sprechen. Vielleicht kann er uns ja erklären, was dieses besondere Borscht ist. Oder mit Evra selbst. Würde auch gehen.